Tischtennis ist ein schneller Sport. Aus dem Blickwinkel eines Profis für den unbeteiligten Zuschauer fast schon unmenschlich schnell. Keine Sekunde bleibt Zeit zwischen den Schlägen. In der Weltspitze ist Deutschland zurzeit so stark wie noch nie. Verantwortlich dafür sind vor allem 3 Gesichter. Timo Boll, 30 Jahre alt, Tischtennis-Nationalspieler. Dmitri Ovtcharov, 22 Jahre alt, Tischtennis-Nationalspieler. Christian Süß, 25 Jahre alt, Tischtennis-Nationalspieler. Auf kontinentaler Ebene sind die 3 deutschen Athleten eine Klasse für sich. Die letzten 4 Europameisterschaften zeigen das deutlich. 4 Siege im Mannschaftswettbewerb, 4 Siege auch für das Doppel Timo Boll, Christian Süß und 3 Einzeltitel für Boll. Europa ist im Tischtennis fest in deutscher Hand. Dazu kommen mit Patrick Baum und dem deutschen Meister Bastian Steger 2 weitere Spieler aus den Top 30 der Weltrangliste. Bundestrainer Jörg Roskopf kann aus dem Vollen schöpfen. Mit Sicherheit von der Weltranglistenposition her die stärkste Mannschaft, die es hier gegeben hat, das ist ganz klar. Wer mehr über Profitischtennis in Deutschland erfahren möchte, muss nach Düsseldorf fahren. In der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen ist das Deutsche Tischtenniszentrum beheimatet. Die Nationalmannschaft trifft sich hier immer wieder zu Lehrgängen. Auch der erfolgreichste deutsche Verein, Borussia Düsseldorf, kommt aus der Rheinmetropole. Die Legenden Eberhard Schöler und Jörg Roskopf haben für die Borussia gespielt. Timo Boll setzt die Tradition fort. Viele Spitzenspieler aus aller Welt kommen hierher zum Training. Profitischtennis, das ist auch eine große Familie. Sie alle wollen vor allem von einem lernen: Timo Boll, dem Mann, der seit einem Jahrzehnt den weltbesten Spielern aus China das Leben schwer macht. 2-mal war er schon die Nummer 1 der Welt in einer Sportart, die von den Asiaten dominiert wird. Sein Trophäenschrank ist gut gefüllt. Alleine 13 Europameistertitel im Einzel, im Doppel und mit der Mannschaft. Seit 10 Jahren ist er beständig unter den besten 6 der Weltrangliste zu finden. Ein Tischtennisspieler der Extraklasse. Seine Stärke macht eigentlich aus, dass er sich auf den Punkt hin konzentrieren kann. Manchmal im Training wirkt er ein bisschen lethargisch, aber im Spiel ist er 100% konzentriert, kann sich steigern, steigert sich von Spiel zu Spiel und ist sehr konzentriert, fokussiert, und das ist in der heutigen Zeit in der Weltspitze sehr, sehr wichtig, dass man wirklich auch weiß, welche Taktik man spielen will und wie man das umsetzen kann und soll, und das macht er hervorragend, und ich glaube, das ist seine ganz, ganz große Stärke. Die Randsportart Tischtennis ist durch Timo Boll etwas mehr in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Seine Kronprinzen Christian Süß und Dmitri Ovtcharov lernen seit Jahren von ihm. Neid gibt es bei den beiden nicht. Wir können alle von ihm profitieren. Er ist einer der absoluten weltbesten Spieler, jetzt schon seit 10 Jahren wahrscheinlich. Und ja, und das ist einfach schön, so ein Top-Spiel in unseren Reihen zu haben. Und ja, an ihm kann man auch ein bisschen hochgucken und von ihm vom Training einfach lernen, um ihn auch irgendwann zu schlagen, was uns auch schon einige Male gelungen ist. Ja. Ja, also es ist natürlich ein ganz außergewöhnlicher Sportler einfach. Er ist Weltklasse seit Jahren, spielt unglaublich stark, ist auch ein absolutes Vorbild, was neben der Platte passiert, wie er sich im Leben bewegt. Ohne Timo Boll wären Dmitri Ovtcharov und Christian Süß die besten Tischtennisspieler Deutschlands. Aber ohne ihn wären sie wahrscheinlich auch nicht so schnell so weit gekommen. Ovtcharov ist die Nummer 2 in Deutschland. Er ist in der Ukraine, in Kiew geboren. Im Alter von 3 Jahren siedelt seine Familie nach Hameln um. Sein Vater spielt eine große Rolle. Er war selbst sowjetischer Tischtennis-Nationalspieler. Schon früh kann er seinen Sohn für den gleichen Sport begeistern. Hier sind so meine Anfänge, da spiele ich vielleicht erst ein paar Monate. Das ist bei uns zu Hause in unserer alten Wohnung im Keller. Und das ist in unserer Sporthalle in Tündern, der wir am Ende, wo wir auch erste Liga noch gespielt haben. Da sieht man, wie ich halt mit, glaube ich, 7 Jahren
anfange, Tischtennis zu spielen. Danach, so vielleicht 1-2 Jahre später, kommt dann so zu den ersten kleinen Veranstaltungen wie hier oder da, zu den Minimeisterschaften in Deutschland. Ja, dann hat alles so langsam seinen Lauf genommen. Hier ein Bild mit Jörg Roskopf. Da hat er, glaube ich, in unserer Halle einen Showkampf gespielt. Da konnte ich auch mal ein paar Bälle mit ihm spielen. Das war auch sehr interessant. Auch schon sehr früh kennengelernt dann. Genau, da war ich auch, glaube ich, erst 10 oder so. Ja, und dann ging es langsam so 1-2 Jahre später dann so Richtung Schüler-Europameisterschaften. Das sind dann, das Bild zum Beispiel, das war von den Schüler-Europameisterschaften 2002 in Moskau. Da war ich 13, da war ich dann Zweiter im Einzel. Und ja, und dann wieder so 2-3 Jahre später kam man dann zu den Jugend-Europameisterschaften. Das ist dann hier, da bin ich dann Jugend-Europameister geworden. Waren auch 3 Deutsche in den ersten 3. Ja, und dann hier waren so die Anfänge im internationalen Herrenbereich. Das war meine erste Europameisterschaft, wo mit Timo Boll. Genau, da haben wir die Mannschaft gewonnen und ich war im Einzel Dritter. Ich glaube, das ist ein Bild vom Einzel, wo Timo Erster war und ich Dritter. Eine Karriere im Eiltempo. 4-mal wird er mit der Mannschaft Europameister. Auch im Einzel wird er immer stärker. Mittlerweile wird er auf Platz 15 in der Weltrangliste geführt. Typ, der im Training alles versucht, sich nach vorne zu pushen, viel trainiert, sich steigert oder gesteigert hat und jetzt auch in der Weltspitze drin ist. Und ein Spieler, der für jeden guten Spieler dann auch wirklich dann auch die Probleme bereiten kann. Ein bisschen anderes Spielsystem, er macht viel Rückhandaufschlag, hat ein bisschen anderes Spielsystem dann sich angeeignet. Und wir hoffen, dass er dann noch weiter nach vorne gehen kann. Unterbrochen wird sein Weg das erste Mal, als er im September 2010 unter Dopingverdacht steht. Clenbuterol wird nachgewiesen. Ovtcharov wird für Wochen gesperrt. Clenbuterol ist eher in Kraftsportarten verbreitet, wirkt negativ auf die Konzentration. Kein Vorteil für Tischtennisspieler. Ovtcharov vermutet, dass er bei einem Turnier in China verunreinigtes Fleisch zu sich genommen hat. Auch die Teamkollegen lassen sich testen, auch hier gibt es Spuren. Ovtcharov wird freigesprochen. Der größte Kampf in seinem bisherigen Sportlerleben. Ja, es war natürlich die härteste Zeit meines Lebens, war ein Riesenschock für mich und ja, es hat mich natürlich ganz hart getroffen, aber ich bin natürlich sehr froh, dass sich das ja für so ein Geschehen sehr schnell alles bewiesen hat, dass ich da unschuldig war und ja, jetzt bin ich natürlich sehr glücklich, dass das so schnell vom Tisch gekommen ist. Christian Süß ist die Nummer 3 in Deutschland. Auch er hat sehr früh mit dem Tischtennis angefangen. Ja, so mit 3-4 Jahren hat mein Opa ein Podest im Keller gebaut. Da hatten wir eine Tischtennisplatte, so dass ich auf meiner Seite dann über die Platte schauen konnte und damit eben ein paar Bälle spielen konnte. Hab das dann auch immer fleißig gemacht und ja, auch zu Hause gegen die Wände gespielt und bin dann mit 6 Jahren in den Verein gegangen. Christian Süß zeigt großen Ehrgeiz. Er will schnell mehr lernen in seinem Sport. Ich bin mit 12 Jahren von zu Hause weggegangen ins Tischtennisinternat nach Heidelberg. Habe dort dann auch meine mittlere Reife gemacht mit 16 und bin dann mit 16 Jahren hier nach Düsseldorf gekommen. Bin dann Profi geworden mit 16 Jahren im Prinzip. Spiele seitdem hier bei Borussia Düsseldorf in der Bundesliga. Im Einzel feiert Christian Süß 2010 mit der deutschen Meisterschaft seinen größten Erfolg, als er in 7 spannenden Sätzen Timo Boll bezwingen kann. Ja, ein Spieler, der sich mit der Aufgabe eigentlich steigert. Also ist ein Spieler, der gerne wichtige und entscheidende Spiele macht und ja, hat sich gesteigert. Weiß jetzt auch, dass er im Training Gas geben muss. Das macht er jetzt auch. Ja, mit ihm ist gut zu arbeiten. Ab und zu ist er ein bisschen stur, hat auch manchmal so seine eigene Wille. Aber das ist ja auch gut, dass da dann ein bisschen Diskussion entsteht. Keine Diskussionen gab es bis jetzt, was das Doppel angeht. Mit Timo Boll wird er 4-mal Europameister und Vize-Weltmeister. Ja, er hat ein sehr komplettes Spiel, ist ein guter Taktikfuchs, hat immer gute Ideen, spielt sehr frech und wir ergänzen uns, glaube ich, auch sehr gut im Doppel. Wir haben tolle Erfolge schon gefeiert und es hat immer Spaß gemacht, mit ihm zu spielen. Eigentlich ein Traumpaar. Bei den kommenden Großereignissen wird das Erfolgsduo aber getrennt. Bei der WM in Rotterdam verzichtet Boll. Er will sich ganz auf das Einzel konzentrieren. Bei Olympia 2012 wird es keine Doppelkonkurrenz geben. Eine Entscheidung, die auch Bundestrainer Jörg Roskopf unterstützt. Boll soll endlich auch bei Weltmeisterschaften eine Einzelmedaille gewinnen. Roskopf selbst bleibt dieser Erfolg in seiner erfolgreichen Karriere auch verwehrt.
Seit einem halben Jahr trainiert er die deutsche Mannschaft. Es soll anstrengend sein unter ihm, hört man. Mit Fußballtrainer Felix Magath will er aber nicht verglichen werden. Orientieren Sie sich vielleicht an ihm oder seiner Einstellung? Seine Abfindung, die hätte ich ganz gerne. Dimitri Ovtcharov und Christian Süß trainieren gerne unter ihm. Hart ist der Sport ohnehin. Das ist ein absoluter Fulltime-Job. Wir sind ja auch Profis, machen nichts anderes. Aber ja, wir trainieren eigentlich täglich, fast täglich 2 Einheiten. Aber nicht nur am Tisch, wir machen auch Konditionssachen, Fitnesstraining, Stabilitätsübungen für den Rumpf und für den gesamten Körper natürlich, Ausdauertraining, das gehört mittlerweile alles dazu zum Tischtennis, um auf Weltklasse-Niveau mitspielen zu können. Ovtcharov hat auch 2 Jahre in Düsseldorf gespielt. Mittlerweile schlägt er für den russischen Spitzenclub Orenburg auf. Er will viel Neues erkunden. Der Gegenentwurf zu Christian Süß, der seit 10 Jahren für Borussia Düsseldorf spielt. Dimi ist einfach ein sehr, sehr guter, konzentrierter Arbeiter im Training. Er kann sich wirklich auf jede Einheit perfekt vorbereiten, ist mental sehr stark auch. Gerade bei knappen Spielständen ruft er immer seine Stärken ab. Ja, von Christian ist einer der weltbesten Spieler, denke ich, von dem Aufschlag-Rückschlag-Spiel. Das beherrscht er schon seit Jahren sehr, sehr gut und dominiert damit auch viele Spieler. Ich denke, das ist seine große Stärke und ja, die würde mir auf keinen Fall schaden. Tischtennis ist zurzeit in Deutschland so erfolgreich wie noch nie. Timo Boll gehört zu den besten Spielern der Welt. Dimitri Ovtcharov und Christian Süß sind in seinem Sog zu Spielern von internationalem Rang geworden. In Europa sind die Deutschen top. Nur international haben meist die Chinesen die Nase vorn. Süß und Ovtcharov erklären die Faszination und die Grundlagen des Tischtennisspiels. Die Reaktionsfähigkeit, die Schnelligkeit, ja, ganz viele Sachen, Aufschlag, Rückschlag, jeder Gegner spielt anders, keiner spielt gleich. Ja, das macht den Sport schon sehr interessant, denke ich. Man muss konditionell stark sein, man braucht Kraft, Schnelligkeit, Reaktionsvermögen. Mental muss man stark sein. Also da wird einem schon ziemlich viel abverlangt im Tischtennis. Ja gut, es gibt die europäische Griffhaltung im Prinzip. Das ist die Shake-Hand-Haltung. Das ist, als wenn man jemandem die Hand gibt, so greift man in den Schläger dann auch. Im Prinzip so da rein. Und dann gibt's nochmal die chinesische Griffhaltung. Die kann der Dimitri vielleicht vormachen. Ja, ursprünglich kommst du, glaube ich, sogar aus Japan, Korea und China. Da spielen auch einige Leute damit. Die wird dann so gehalten. Ein bisschen anders halt, wie man ein Stäbchen hält vielleicht beim Essen oder so in der Richtung, ja. Also im Prinzip wird jetzt bis 11 gespielt, ein Satz. Früher war er bis 21. In den Sätzen läuft es so ab, dass jeder 2 Aufschläge hat. Nach allen 2 Aufschlägen wird gewechselt. Der muss in der offenen Handfläche liegen, sodass der Gegner den Ball auch sehen kann. Natürlich muss der Ball dann erstmal auf seiner eigenen Spielhälfte aufkommen, dann auf der gegnerischen. Und dann muss man versuchen, natürlich viel Spin und Schnitt reinzukriegen, kurze und lange Aufschläge zu variieren, die Platzierung zu variieren, um möglichst guten Aufschlag zu erzielen. Ja, man darf ganz normal nebendran stehen. Der Ball darf nur nicht über dem Tisch getroffen werden beim Aufschlag. Viele Leute haben sehr guten Aufschlag, variieren den sehr gut. Da sieht man den Spin natürlich nicht immer, kann man ein bisschen den Ballstempel beobachten, wohin sich der Ball dreht. Aber ja, man kennt natürlich viele Spieler und da weiß man, wie ungefähr sie servieren und versucht natürlich beim Rückschlag den Aufschlagspin zu neutralisieren. Ja, die Profis sind das natürlich gewohnt, haben das jahrelang trainiert und das passiert schon mehr oder weniger intuitiv auch. Man sieht das einfach an der Bewegung, an dem Aufschlag, den der Gegner macht, was da zu erwarten ist für einen Spin. Das ist natürlich für jemanden, der ungeübt ist oder ein Laien, ist das natürlich deutlich schwieriger. Oft ist so, dass der ins Spiel reinkommt mit einem Topspin, schon im Vorteil ist direkt im Angriff drin, bestimmt den Ballwechsel, macht Druck und hat dadurch natürlich schon einen Vorteil. Ja. Der Block, der kommt meistens vor, nachdem man die Rückgabe gespielt hat, fängt der Aufschläger oft mit einem Topspin an und dann muss man defensiv mit dem Block oder mit dem Gegentopspin reagieren und ja, dann geht's so hin und her. Also im Prinzip zählen nur die Kantenbälle, die dann am Ende hier oben auf der Kante landen und nach oben wegspringen. Und wenn der Ball hier seitlich gegen die Kante kommt, dann zählt er im Prinzip nicht mehr.
Tischtennis ist ein komplexer Sport. In Köln an der Sporthochschule untersucht Jan Goldmann die Bewegungsabläufe mit modernsten Methoden. Er veranstaltet auch Seminare für Tischtennistrainer zur Weiterbildung. Es geht darum, bestimmten Punkten am Körper Koordinaten zu geben und sie dadurch einordnen zu können, Segmente zu bilden und dadurch Geschwindigkeiten zu bestimmen, Winkel zu bestimmen und ein genaues Abbild, ein quantitatives Abbild einer Bewegung zu bekommen. Für die Bewegungen hat der Spieler weniger als eine Sekunde Zeit. Er muss viele Dinge gleichzeitig koordinieren. Reaktionsfähigkeit spielt hier eine große Rolle und Anpassungsfähigkeit und Variabilität und letzten Endes auch in dieser kurzen Zeit den Körper zu kontrollieren und dann noch taktisch zu reagieren und dem Ball die richtige Richtung zu geben. Das ist hochkomplex in dieser kurzen Zeit. 20 Schläge in weniger als 18 Sekunden. Höchste Konzentration ist angesagt beim Profi-Tischtennis. Zurück zum Tischtennis. In China ist Ping-Pong, wie der Sport dort heißt, so beliebt und verbreitet wie bei uns nur Fußball. Es ist Volkssport. Timo Boll ist in Deutschland anerkannt. In China ist er ein Idol. Immer wieder trainiert er dort. Das Milliardenvolk fürchtet ihn, aber es bewundert ihn auch. Er ist der Einzige, der in den letzten 10 Jahren dauerhaft in ihre Domäne eingebrochen ist. Ja, die Chinesen kennen mich ja nur unter dem Pseudonym Bohr. Und Timo Boll, damit können sie relativ wenig anfangen. 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking spielen Boll, Ovtcharov und Süß ein überragendes Turnier mit der Mannschaft. Nur im Finale gegen China sind sie fast ohne Chance. Ja, war natürlich für uns ein ganz besonderes Turnier, da es im Mutterland des Tischtennissports stattfand und wir auch sehr erfolgreich waren und das hat alles sehr besonders für uns gemacht und da werden wir uns lange auch zurückerinnern. Und es war natürlich herausragend, was wir da geschafft haben, auch sportlich. Da hat man vorher gar nicht von zu träumen gewagt. Ich war sehr jung damals, da war ich noch 19 bei den Olympischen Spielen. Es war für mich natürlich phänomenal vor der Kulisse, waren auch immer gut 8000 Leute da. Es war schon was ganz anderes, ein ganz anderes Niveau und ich glaube, für uns alle hat sich ein Traum erfüllt, dass wir dann ins Finale gekommen sind und die Medaille gewonnen hatten. In Peking verlieren sie mit 0:3 gegen China. Bei der WM 2010 im Finale nur noch 1:3. Die nächsten Möglichkeiten zur Revanche stehen schon vor der Tür. Die WM in Rotterdam im Mai und nächstes Jahr im eigenen Land in Dortmund. Und dann das Highlight, die Olympischen Spiele in London. Die Chinesen werden im Finale stehen, das ist ganz klar. Wo wir am Ende dann stehen, ist was anderes. Nur wenn wir natürlich im Finale stehen würden, da gibt es andere Nationen, die das natürlich verhindern wollen. Aber wenn wir da spielen und im Finale stehen, dann wird natürlich die Motivation auch so weit sein, dass wir sie schlagen wollen. Es gibt nur noch Einzel und Mannschaft. In der Mannschaft waren wir letztes Mal sehr erfolgreich mit der Silbermedaille. Deshalb würde ich auch gerne mal im Einzel die Medaille holen, die fehlt mir. Die Prioritäten sind unterschiedlich. Aber egal ob Einzel- oder Mannschaftswettbewerb, die deutschen Tischtennisspieler gehören in London 2012 zu den ganz heißen Medaillenkandidaten.